Nie wieder Akkus laden bzw. kaufen und du hast keine Lust mehr, deine Akkus von Actioncams und von deinem Telefon oder anderen Dingen immer zu laden bzw. neue Ersatzakkus zu kaufen? Dann bist du hier genau richtig bei meinem Video, denn das Produkt, was ich dir jetzt vorstelle, scheint die Rettung zu sein, spart Geld und natürlich auch noch mehr Zeit. Was dahinter steckt, das erkläre ich dir jetzt in meinem Video. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anschauen. Bei mir ist es so, bevor es zum Dreh geht, müssen natürlich die Akkus der jeweiligen Kameras geladen werden. Wenn du nur eine Actionkamera hast, dann hast du Glück, dann hast du einen Akku und vielleicht noch einen Ersatzakku. Aber wenn du dann mehrere Kameras laden möchtest, beziehungsweise dein iPhone muss natürlich auch noch voll sein und während des Drehs, da wird dann das Akku auch alle und meistens machen die Hersteller der Actionkameras alles so ein bisschen kompliziert, denn wie zum Beispiel hier bei der DJI Action 4 siehst du, hier ist erstmal die Kamera in einem Schutzrahmen verbaut, was auch gut ist, aber das Problem ist, wenn du dann das Akku wechseln musst oder möchtest, dann musst du erstmal hier komplett alles auseinanderbauen, das Stativ abnehmen, den Rahmen abnehmen und dann hast du die Möglichkeit, deinen Akku natürlich hier direkt zu wechseln, dann geht es wieder rein in die Hülle, dann geht es wieder ran ans Stativ bzw. an die Halterung und schon ist alles gut. Diesen Arbeitsschritt, den kann ich dir relativ vereinfachen mit einer Sache, die ich im Internet gefunden habe. Viele Hersteller wie zum Beispiel GoPro oder Insta360, die haben mittlerweile für ihre Geräte eigene Akkusticks, ich sag's mal, also eine Powerbank in einem Griff und den Griff kannst du dann sozusagen an deine Actioncam anschließen und gleich noch fernbedienen und natürlich ist das so für GoPro, natürlich ist das so für Insta360. DJI hat sowas momentan noch nicht auf dem Markt, da gibt es nur einen Griff, wo du dann die Kamera anbauen kannst, aber du willst natürlich auch nicht für jede Kamera ein extra Akku-Stick kaufen und das geht natürlich richtig ins Geld und dann hast du dein iPhone und möchtest das natürlich auch nochmal irgendwie anschließen. Schon ist wieder vorbei, also der nächste Stick gekauft. Und das gibt eine schöne Lösung im Internet, die habe ich gefunden nach langer Suche und die stelle ich euch jetzt mal vor. Deine Komplettlösung ist dann ein Stick, der wirklich alles macht und da bin ich im Internet fündig geworden, der Moman Power 32 Stick. Den Namen hätte man vielleicht auch noch ein bisschen anders machen können, aber wir gucken uns mal gemeinsam an, was da drin ist. Du siehst, auch hier gibt man sich wieder richtig Mühe mit der Verpackung. Die ist wirklich ansprechend und lädt natürlich den Verbraucher ein, erstmal nachzuschauen, was da drin ist. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell. Hier die Bedienungsanleitung. Dann gibt es natürlich die Powerbank. Hier ist nochmal ein Stativ dran. Das zeige ich euch gleich. Gleichzeitig natürlich auch nochmal die Telefonhalterung. Und wenn man das Ganze so rausnimmt, nehmen wir erstmal hier die Powerbank raus. Dann hat man natürlich auch nochmal hier, was ich sehr gut finde, weil du brauchst keine Kabel mehr kaufen, alle möglichen Kabel drin, die man braucht. Zum ersten natürlich dann die Powerbank und hier direkt in der Verpackung auch nochmal Kabel. 1, 2, 3. Bei den mitgelieferten Kabeln ist natürlich alles schon dabei. Einmal Lightning, das ganz alte USB und nochmal USB-C auf USB-C. Die andere Seite ist dann immer komplett mit USB-C ausgestattet, weil ja hier auf der Powerbank auch USB-C verbaut ist. Aber viele Geräte haben natürlich immer noch diesen alten USB-Stecker und das ist ganz gut, dass der hier mitgeliefert wird. Gerade bei Akkuleuchten und bei anderen Geschichten ist natürlich immer noch dieser alte Anschluss verbaut. Und da kannst du jetzt mit diesen 3 Kabeln wirklich fast alles nutzen. USB-C, altes USB und gleichzeitig noch Lightning für dein iPhone. Eine gute Geschichte, dass man das hier schon mitliefert, denn dann brauchst du es nicht mehr kaufen. So, Powerbank ist natürlich hier. Wir sehen hier 2 USB-C-Anschlüsse verbaut. Hier auch nochmal 2 USB-C-Anschlüsse verbaut. Hier hat man die wunderbaren Stativanschlüsse. Hier oben auch nochmal eine ganze Menge Anschlüsse, die du wirklich vielfältig nutzen kannst. Dann hast du natürlich noch diese kleine Stativhalterung. Damit kannst du dann die Powerbank hinstellen, beziehungsweise auch als Griff benutzen. Stellst du einfach hin oder nimmst es als Handgriff, damit du die ganze schöne Powerbank auch ordentlich halten kannst, beziehungsweise als Griff nutzen kannst. Und dann liefert man dir ja auch nochmal eine Handyhalterung dazu. Die kriegst du natürlich an jeder Ecke, aber warum nicht, wenn sie jetzt schon mitgeliefert wird, die kannst du dann hier oben einschieben und schon kannst du dein Handy justieren, was das Zeug hält, aber auch wie gesagt über die Anschlüsse ganz andere Dinge hier anschrauben und anschließen. Vom Lieferumfang her sehr gut gemacht, kann man sagen. Moman Powerbank, da geht schon was.
Der Moman Power 32 Batteriegriff, der hat 32 Wattstunden mit 9000 Milliampere, ist stark genug, mit 30 Watt mehrere Geräte gleichzeitig während des Shootings zu laden. Zum Beispiel dein Smartphone, GoPro, LED-Videoleuchte und Mikrofon gleichzeitig. Die Anschlussvarianten sind traumhaft. Einmal Cold Shoe Mount, dann wiederum 14 mal ein Viertel Schraubengewinde, einmal NATO-Track und 5 USB-C-Ausgänge, die am Gehäuse direkt verbaut sind. Damit das Gerät nicht zu heiß wird, besitzt nämlich dieser Powerstick ein sehr gutes Wärmeverteilungsprogramm, damit die Spitzenoberflächentemperatur hier nicht auf 45 Grad steigt. Und gleichzeitig hast du natürlich auch noch die Möglichkeit, durch die Stativeinheit hier auch nochmal einen zusätzlichen Handgriff zu bekommen. Falls es dir dann doch mal hier zu warm sein sollte, kannst du das Ganze natürlich hier an dem Stativ anfassen und hier ist reines Plastik oder du kannst es hinstellen und da leitet nichts ab, da wird auch nichts zu warm. Das ist eine richtig gute Lösung. Wenn ihr jetzt auf den Link schaut, hier in meiner Videobeschreibung, dann kommt ihr direkt auf das Produkt und da steht natürlich dann auch drin, dass dieser Stick das Schnellladen von MacBooks unterstützt. Bei mir stimmt das nicht, also mein 16 Zoll MacBook, das wird von dieser Powerbank nicht geladen, aber vielleicht ist es ja bei älteren Modellen so. Auf alle Fälle geht es bis zum iPad, es geht bis zur GoPro, es geht über die DJI Action 4 und alle DJI Actions, die ich so kenne. Es geht natürlich auch über alle anderen Action Cams, das kannst du natürlich tun, aber wie gesagt, ein MacBook Pro 16 Zoll bzw. 14 Zoll, da wäre ich vorsichtig. Das iPad Pro 13 Zoll, das lädt er und teilweise natürlich auch dann alle DSLR-Kameras, die es so gibt, da auch wieder so ein bisschen in die Anleitung schauen, ob dieser Standard unterstützt wird, denn vielfältig ist natürlich der Moman Power 32. Er kommt mit 4x5 Volt, 2 Ampere und 1x18 Watt USB-C-Ausgängen und ist natürlich dann wiederum zu vielen Kameras kompatibel, aber auch nicht zu allen und deswegen vorher so ein bisschen informieren. Du hast natürlich so viele Möglichkeiten mit dem Gerät. Du musst das natürlich auch nicht nur zum Vloggen benutzen, du kannst das auch als externe Powerbank mitnehmen. Und ich habe jetzt mal meine DJI Air 3 hier ausgegraben und bin gespannt. Ich mache das jetzt mal mit euch zum ersten Mal live und bin gespannt, ob die auch geladen wird. Hier hast du immer noch die Möglichkeit zu überprüfen mit so einem kleinen Knopf, ob dann der Powerstatus bei der Powerbank hier ordentlich und vernünftig ist. Das zeigt er dir dann an, wenn die Dioden leuchten. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob die DJI Air 3 hier auch lädt und es ist so. Ja, also du kannst auch mal pauschal schnell deine Drohne laden mit dem kleinen Powerstick hier. Das ist dann nicht nur auf Vlogging und Action-Kameras zurecht gebastelt. Das geht auch mal schnell, dass du dann die Drohne lädst und wirklich relativ schnell als Setup zusammengebaut. Bums, Waldera, die Akkuleuchte oben rauf, die DJI Action 4 einfach pauschal mal als vertikale Kamera genutzt im Hochkantformat. Da bist du so schnell und hast natürlich dann durch diese verbauten USB-C-Anschlüsse, die hier überall dran sind, kannst du einfach mal ganz schnell deine Kamera betreiben und dann nochmal das Akku und alles wird richtig schön aufgeladen und du kommst wirklich über einen Tag mit der ganzen Geschichte. Definitiv, weil du hast, wie gesagt, genug Reservepower und genug Möglichkeiten, hier was anzuschließen. Die Möglichkeiten, die du hier hast, sind wirklich fast unbegrenzt. Also ich bin total zufrieden mit dem Gerät und wenn du das dann mal als Stativ hinstellen möchtest, hier auf den Tisch, dann ist das auch kein Problem. Du hast alle Möglichkeiten, die du brauchst. Nun ist natürlich im Zubehör hier die Handyhalterung nur mitgeliefert. Das heißt, das ist jetzt auch keine richtige hochwertige Halterung, wo du sagst, die hält 100 Jahre und das funktioniert. Hier ist schon mal das Schraubgewinde relativ anstrengend zu öffnen. Das ist wie gesagt ja mit dazu und da gibt es noch besseres Mounting-Zubehör. Und zum Beispiel, wenn du jetzt deine Action-Kamera benutzt, egal ob DJI oder GoPro, gibt es natürlich auch dann immer diese Adapter, wo dann die Schraube, mal gucken, was scharf kriegen, wo dann die Schraube hier direkt unten dran ist. Das benötigst du natürlich, um dann die GoPro hier mit deinem Stick zu verbinden. Gleichzeitig gibt es natürlich dann auch noch verschiedene Möglichkeiten von diesen Magic-Armen, wo du dann auch noch ein bisschen was weiter draußen befestigen kannst. Und das kannst du natürlich ja auch total einfach
anschrauben an diese Powerbank und dann für andere Dinge nutzen. Ich weiß nicht, was du hier noch ranklemmst, vielleicht ein Licht oder vielleicht ein Mikrofon. Das sind ganz interessante Dinge und die sind natürlich jetzt nicht mit dabei und wer so ein bisschen Interesse hat, sich hier Zubehör zu leisten, für den habe ich alles, was ich hier habe, für diesen Stick nochmal direkt in der Videobeschreibung verlinkt, damit ihr euch das auch mal aussuchen könnt, was ihr hier direkt benötigt. Kommen wir zum Fazit vom Moman 32 Power Griff. Und das ist natürlich wirklich eine gute Geschichte. Ich habe mir das Teil wirklich selber gekauft. Also es hat mir kein China-Lieferant irgendwie zur Verfügung gestellt. Es gibt auch noch mehr Möglichkeiten im Netz, hier solche Akkugriffe zu bekommen. Aber der Unterschied zwischen diesem und anderen Griffen ist einfach, dass du bei anderen Akkugriffen vielleicht maximal 2 USB-Anschlüsse oder ein USB-C und ein USB-A-Anschluss dran hast. Aber hier hast du 5 von diesen USB-C-Anschlüssen und das ist natürlich die Zukunft, mit einem Gerät wirklich mehrere Geräte zu betreiben, über den ganzen Tag zu kommen und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier auch richtig sauber. Das Ding kostet 60 Euro. Manchmal sind Aktionen, da kriegst du vielleicht nochmal 8 bis 10 Euro Rabatt, manchmal halt nicht, aber diese 60 Euro sind es wert, definitiv, gerade für euch, wenn ihr ein paar mehr Möglichkeiten habt in Bezug auf Actioncams. Also ihr habt eine GoPro, ihr habt eine DJI, ihr habt vielleicht noch eine Insta360 und vielleicht noch ein Telefon. Das sind schon 4 verschiedene Sachen und gleichzeitig soll auch noch mal ein Mikrofon ran. Dann ist es abends, dann brauchst du auch noch mal ein Akkulicht. Und ihr merkt schon, die Möglichkeiten sind wirklich unbegrenzt von diesem Gerät und für 60 Euro finde ich das nicht zu teuer. Und ein richtig sauberes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Ding ist gut verarbeitet, alles schön fest aus Metall. Hier ist nichts aus Plastik, auch die Gewinde sind sauber geschnitten. Hier hast du keine Probleme, dein Zubehör und deine Möglichkeiten anzubringen. Sehr gut verarbeitet, super Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Moman 32 Akku Grip ist direkt in meiner Videobeschreibung. Wenn ihr noch mehr wissen möchtet, beziehungsweise Fragen zu diesem Griff habt, dann einfach rein in meine Videokommentare. Alles, was ich beantworten kann, mache ich natürlich gern. Ich bin total begeistert von dem Teil. Das wird jetzt mein täglicher Begleiter werden. Und gerade jetzt bei den Experimenten, die ich jetzt machen werde mit dem iPhone 15 Pro Max, wird das natürlich das ideale Gerät werden, wo ich auch mit dem Telefon bei langen Drehs über den Tag komme. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.